Hare Krishna, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es weiter mit vedischen Weisheiten und mit kleinen Worten, die wir hier mal erklären wollten in unserem spirituellen ABC. Und heute wollen wir uns das Wort Puranas mal anschauen. Was sind denn die Puranas? Die Puranas, wird gesagt, sind Smriti-Schriften. Smriti heißt Tradition oder Erinnerung. Erinnerung an alte Zeiten. Und da sehen wir, dass die Veden uns sehr viel Information geben über diese alten Zeiten, nämlich über Sachen, die passiert sind hier auf Erden oder allgemein im Universum oder darüber hinaus, die tausende Jahre, wenn nicht sogar Millionen Jahre zurückgehen. So. Und die Puranas sind sehr, sehr umfangreich und man sagt, sie sind gegliedert in 3 Teile, nämlich in die 6 sattvischen Puranas, in 6 tamasische Puranas und in 6 tamasische Puranas. Sattvaguna ist die Reinheit, die tugendhafte Stufe, die reine Stufe, die Puranas der Tugend. Dann haben wir die rajasischen Puranas, das sind die leidenschaftlichen Puranas, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und tamasisch ist in Unwissenheit. So. Und in all diesen 3 haben wir 6. Fangen wir mal mit den unteren, mit den tamasischen Puranas an. Dazu zählt der Agni Purana, dann haben wir den Skanda Purana, den Shiva Purana, den Linga Purana, den Kurma Purana und den Matsya Purana. Diese 6 gehören zu den Erscheinungsweisen der Unwissenheit. Diese 6 repräsentieren die Unwissenheitspuranas. Dann haben wir die leidenschaftlichen Puranas, das ist das Vamana Purana, das Bhavishya Purana, Markandeya Purana, Brahma Vaivata Purana, Brahmananda Purana und Brahma Purana. Das sind die leidenschaftlichen Puranas. Und jetzt kommen wir zu den sattvischen, also zu den tugendhaften Puranas. Das ist der Vara Purana, Padma Purana, Garuda Purana, Bhagavata Purana, Naradiya Purana und Vishnu Purana. Und das sind alles Smritis, die uns Erinnerung geben. Und dazu gehören auch noch andere Smritis, gehören auch noch Erinnerungen, die wir vielleicht kennen, das Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita. Jetzt haben wir uns mal diese 18 Mahapuranas angeschaut, die unterteilt werden in diese 3 Abteilungen, nämlich in die Abteilungen der 3 Erscheinungsweisen. Und warum 3 Erscheinungsweisen? Damit jeder Mensch in einer gewissen Erscheinungsweise ein Purana hat, mit dem er sich erheben kann. Und das Ziel ist nicht, dass er, wenn er in Unwissenheit ist, er bleibt in Unwissenheit. Soll er die Puranas lesen für die Menschen in der Unwissenheitsstufe, kann er sich erheben auf die Leidenschaft und er kann sich sogar erheben auf die Tugend. All diese Puranas, egal auf welcher Ebene auch immer von diesen 3, sind dafür da, um die Menschen zu erheben und den Menschen dafür Wissen zu offenbaren, dass er sich erheben kann und dass er das höchste Ziel erreichen kann, nämlich ein Bewusstsein, ein göttliches Bewusstsein und sich bewusst wird über die Halbgötter, über die Göttlichkeit, bis dahin, dass er den höchsten Herrn erkennt, der sich ja hier präsentiert und der teilweise auch in diesen ganzen verschiedenen Puranas, egal ob der unteren, mittleren oder auf der höheren Stufe, Gott ist dabei, seine Göttlichkeit spielt mit in diesen Erinnerungsgeschichten. Und so werden die Puranas oder diese vedischen Texte, die Puranas werden auch als Geschichtsschreibung angesehen. Sie geben uns Informationen, was ist damals passiert. Und das ist menschliche Geschichte, Universumsgeschichte und super, super interessant. Also für alle Menschen, die sich mehr dafür interessieren wollen, für die wahre Geschichte des Universums, der Menschheit oder der göttlichen Menschheit oder die Halbgöttergeschichten, der kann zurückgreifen auf diese Purana-Texte. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna.